Nehmen wir einmal an, du hast eine amerikanische LLC, du wohnst in einem Land wie Deutschland oder in einem anderen Land, das am automatischen Informationsaustausch OECD-CRS teilnimmt, und du eröffnest dann für diese US-LLC ein Konto bei zum Beispiel Wise oder Revolut. Fällt dieses Konto dann unter den automatischen Informationsaustausch nach OECD-CRS? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für das Thema LLC-Gründung interessierst, weil du auswanderst und dann möglichst steuergünstig Einnahmen generieren möchtest, können wir dich natürlich umfangreich dabei unterstützen. Alle unsere Dienstleistungen dazu findest du auf unserer Webseite nullsteuer.llc. Unser Office ist in Austin, Texas. Ich selbst bin 2008 in die USA ausgewandert. Wir helfen seitdem Mandanten, die in die USA umziehen wollen, mit Firmengründungen, natürlich auch US-Visa, Green Cards und der laufenden Betreuung in den USA auf Deutsch. Natürlich organisieren wir auch regelmäßig ganz tolle Seminar- und Erlebnisreisen nach Austin. Ich werde dir dann 5 Tage lang Austin zeigen. Wir beschäftigen uns natürlich intensiv mit dem Thema Steuern, Recht, Firmengründung, Kontoeröffnung, Immobilienkauf. Wir besichtigen dann aber auch tatsächlich Immobilien. Wir lernen das Umland von Austin kennen, die tolle Küche, Stichwort Barbecue, die tolle Musikszene und das Ganze natürlich in einer ganz tollen Gruppe von Gleichgesinnten. Wenn dich das interessiert, wenn du immer schon mal Austin kennenlernen wolltest, sozusagen auf dem Insider-Track, dann melde dich jetzt an. Termine dazu ebenfalls auf unserer Webseite. Das Beste ist, dein Partner kann ohne Aufpreis mitkommen und das Allerbeste ist, dass wir dir eine US-Firmengründung inklusive einjähriger Betreuung komplett schenken. Alle Details, wie gesagt, auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Austin begrüßen zu dürfen. Nun aber eben zurück zu unserem eigentlichen Thema, die US-LLC. Sie ist ja ein extrem beliebtes Vehikel für Auswanderer. Warum? Das liegt natürlich auf der Hand. Keine Buchhaltungspflicht, keine Pflicht, eine Steuererklärung einzureichen, wenn du keine Betriebsstätte in den USA hast. Selbst wenn du zum Beispiel US-Kunden hast, kannst du komplett steuerfrei mit der amerikanischen LLC arbeiten, zumindest aus US-Sicht. Natürlich hängt es dann auch stark davon ab, wo du steuerlich wohnansässig bist. Würdest du in Deutschland wohnen, würde das natürlich nicht funktionieren, aber mal unter der Annahme, dass du dich aus der Hochsteuerwelt legal verabschiedet hast, dann kannst du hier nach Lust und Laune steuerfrei verdienen. Auch da gibt es natürlich einige Fallen, die man bedenken muss. Wir haben ja schon vielfach darüber gesprochen, aber aus US-Sicht ist das natürlich tatsächlich eine hervorragende Gesellschaftsform. Extrem einfach im Handling, extrem einfach, was die Auflagen anbelangt. Komplett anonym. Ja, also für alle, die steuerfrei Geld verdienen wollen, nachdem sie ausgewandert sind, wirklich eine ganz tolle Sache. Wenn wir eine LLC für dich gründen, dann bekommst du von uns ein Konto eröffnet bei Mercury. Das ist eine amerikanische Online-Bank. Nachteil natürlich bei diesen amerikanischen Banken ist immer, dass man dort letztlich nur Zahlungen in US-Dollar empfangen kann, beziehungsweise bei Mercury kannst du mittlerweile auch Zahlungen in Euro bekommen, die werden aber dann auf das amerikanische Konto überwiesen und dann sehr kostspielig in US-Dollar umgerechnet. Also die USA, das ist eben eine echte US-Dollar-Welt und die Europäische Zentralbank macht es natürlich auch nicht besonders einfach für nicht-europäische Banken, Konten in Euro zu führen. Deshalb für ganz viele ist dann die Lösung, dass sie ein Konto für die LLC eröffnen, zum Beispiel bei Wise oder Revolut. Bei beiden Zahlungsinstituten ist das möglich, ziemlich einfach möglich sogar. Und beide, sowohl Wise als auch Revolut, sind ja sehr populär, denn sie haben tolle Features, sind sehr benutzerfreundlich, auch wenn vielleicht der Support manchmal wirklich grottenschlecht ist. Und da fragen sich natürlich jetzt ganz viele, wenn sie das machen, wenn ich so ein Konto bei Wise eröffne oder Revolut, bin ich dann eigentlich vom automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS betroffen? Tatsächlich könnte man ja vermuten, dass die amerikanische Gesellschaft, die US-LLC, eine US-Rechtsform ist. Wir wissen alle, die Amerikaner nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS teil. Sie haben ihren eigenen Informationsaustausch, FATCA, betrifft dich aber eigentlich nicht, wenn du nicht amerikanischer Steuerzahler bist. Kann man also davon ausgehen, dass Wise oder auch Revolut keine Daten zu
dieser amerikanischen LLC, die du da gegründet hast, dann tatsächlich ans Finanzamt reporten. Ich habe dazu auch ehrlich gesagt schon mal ein Video gemacht, aber ich habe jetzt doch in den letzten Tagen und Wochen einige andere Videos auf YouTube gesehen, die dazu völlig komplett falsch berichten. Und da habe ich mir gedacht, mache ich nochmal ein ausführlicheres Video und erkläre das nochmal im Detail, was hier tatsächlich zu erwarten ist. Denn tatsächlich ist der automatische Informationsaustausch OECD-CRS natürlich komplex. Er ist jetzt ja keine neue Sache mehr. Er wurde 2016 schon eingeführt. Er hat sich etabliert. Er läuft. Die Staaten sind darüber sehr glücklich. Extrem viele Steuersünder sind über diesen Austausch schon überführt worden. Tatsächlich ist er heutzutage das wichtigste Instrument der Staaten, Steuersünder zu überführen. Also daher die interessante Frage, kann ich davon ausgehen, dass eine amerikanische Gesellschaft nicht vom automatischen Informationsaustausch nach OECD CRS betroffen ist? Und da ist die Antwort ganz klar nein. Davon kannst du nicht automatisch ausgehen, denn tatsächlich geht es beim automatischen Informationsaustausch OECD CRS nicht um die Gesellschaft, sondern um die dahinterstehenden Personen. Das heißt, wenn du ein Eurokonto hast für deine LLC, bei Wise oder bei Revolut und du wohnst in einem Land, das am automatischen Informationsaustausch teilnimmt und diese Informationen sind bei Revolut bzw. bei Wise hinterlegt, dann wird dieses Konto der LLC unter Umständen dir zugeordnet und wann das passiert, werde ich dir gleich erzählen. Dann wird das Konto dir zugeordnet und dann findet mit deinem Wohnsitz Finanzamt der Informationsaustausch seitens Wise, seitens Revolut statt. Denn wie gesagt, es geht nicht um die Firma, sondern es geht um die dahinterstehenden Personen. Du bist ja bei Wise, du bist bei Revolut als derjenige bekannt, dem diese Firma gehört. Du bist ja wahrscheinlich der einzige Begünstigte und daher bist du dann entsprechend auch von dem automatischen Informationsaustausch betroffen. Das ist natürlich nicht nur der Fall, wenn du der einzige Gesellschafter bist. Wenn du zu mehr als 25% an einer Gesellschaft beteiligt bist, beziehungsweise dort das Sagen hast, möglicherweise dort Geschäftsführer bist, dann bist du vom automatischen Informationsaustausch betroffen, wenn du in einem OECD-CRS-Land lebst und natürlich auch sich die Bank in einem OECD-CRS-Land befindet. Das ist natürlich bei Revolut und bei Wise auf jeden Fall gegeben. Beide sind britische Unternehmen. Beide Unternehmen haben aber Tochtergesellschaften in der EU. Im Falle von Wise ist es Belgien, bei Revolut ist es Litauen. Also alle Jurisdiktionen fallen voll unter den OECD-CRS. Aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Welche Gesellschaften sind davon überhaupt betroffen? Und das ist jetzt eine ganz wichtige Unterscheidung. Vom Informationsaustausch nicht betroffen sind nämlich Gesellschaften, die eine aktive Tätigkeit haben, die zum Beispiel gewerblich tätig sind oder wenn du darüber freiberufliche Tätigkeiten auch abwickelst, die ein wirkliches Business haben, die Kunden haben, worüber du arbeitest, wo du Dienstleistungen generierst, wo du Produkte verkaufst. Dann bist du nämlich in der Lingo des automatischen Informationsaustausches eine Non-Financial Active Entity. Und eine Non-Financial Active Entity ist nicht vom Informationsaustausch betroffen. Das heißt, dann wird dieses Konto also nicht mit in den Informationsaustausch mit einbezogen. Handelt es sich aber um eine Holdinggesellschaft, handelt es sich um eine vermögensverwaltende Tätigkeit. Und wenn du jetzt ein Konto eröffnest bei Wise oder Revolut, dann weißt du ja, dass du dort immer angibst, was die Gesellschaft tut. Und das ist genau der Grund. Handelt es sich um eine vermögensverwaltende Tätigkeit oder um eine Holding-Tätigkeit, dann wird dieses Konto mit in den automatischen Informationsaustausch einbezogen. Wie gesagt, nicht auf Ebene der Gesellschaft. Es gibt keinen Informationsaustausch auf Ebene der Gesellschaft. Immer auf Ebene der wirtschaftlich Berechtigten, die entsprechend bei dem Finanzinstitut hinterlegt sind. Daher natürlich die meisten amerikanischen LLCs tatsächlich aktive Businesses sind, du erbringst darüber Dienstleistungen, du verkaufst Produkte, du machst vielleicht E-Commerce, sind also de facto die meisten LLCs tatsächlich nicht vom automatischen Informationsaustausch betroffen, aber am Ende liegt das natürlich bei Revolut und Wise und die werden dir das nicht erzählen. Das heißt, je nachdem, wie die dich einstufen, beziehungsweise je nachdem, wie die dein Business einstufen, findet der Informationsaustausch statt oder findet er eben nicht statt.
Umso wichtiger ist es eben dann, dass du die richtige Wohnsitzadresse hinterlegt hast. Lebst du zum Beispiel in einem Land wie Malta, wie Zypern, wie Dubai, wie den Philippinen, wie Thailand, dann nehmen diese, wie im Fall der Philippinen, ja sowieso nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Und im Falle anderer Länder, die ich gerade eben genannt habe, sind ja ausländische Einkünfte sowieso steuerfrei. Das heißt, es ist diesen Ländern natürlich dann schnurzegal, was du dort über deine LLC verdienst. Am Ende, solange du nachweisen kannst, dass du dort vor Ort keine Betriebsstätte hast, wenn die das überhaupt interessiert und das alles tatsächliche ausländische Einkünfte sind, wirst du kein Problem haben, trotz OECD-CRS. Soweit also der automatische Informationsaustausch nach OECD-CRS. Also nochmal, ja, amerikanische LLCs sind hundertprozentig davon betroffen, denn es geht nicht um die Gesellschaft, sondern um die Personen, die dahinter stehen. Hast du aber eine aktiv tätige Gesellschaft, bist du wirklich aktiv im Business tätig, dann wird kein Informationsaustausch stattfinden. Allerdings ist das eine Frage, wie die Bank das Ganze einschätzt. Deswegen, je mehr Informationen du der Bank geben kannst, um zu zeigen, dass es sich um ein aktives Business handelt, desto besser ist es natürlich. Deswegen, wir raten immer allen Mandanten, eine einfache Webseite für die LLC zu stricken. Kannst du dir heute mit KI-Tools ruckzuck machen, damit das Ganze eben tatsächlich Hand und Fuß hat in den Augen der Bank. Und wenn die Bank das Ganze so einschätzt, dass es eben keine Holding-Gesellschaft ist, dass sie nicht vermögensverwaltend tätig ist, dann wird das Konto auch nicht mit in den automatischen Informationsaustausch mit einbezogen. Ganz wichtig nun allerdings, und hier musst du jetzt jenseits des automatischen Informationsaustauschs blicken, die EU ist gerade dabei, das zentrale EU-Kontenregister einzuführen. Und das jetzt nicht irgendeine Verschwörungstheorie oder irgend so ein Spruch, wie ja immer das Vermögensregister, das angeblich kommt, aber das natürlich noch nicht beschlossen wurde. Diese Sache, das zentrale EU-Kontenregister, ist bereits beschlossen, wird gerade eingeführt. Tatsächlich gibt es ja in jedem EU-Land schon nationale Kontenregister. Diese werden jetzt aber zusammengefasst zu einem Register. Wobei, wenn man sich es genau anschaut, dann gibt es einfach eine Oberfläche, über welche dann Ermittlungsbehörden in allen EU-Ländern sämtliche Daten abfragen können. Damit können dann sämtliche Ermittlungsbehörden in der EU auf alle EU-Konten zugreifen und sehen dann auch 5 Jahre Transaktionsdaten. Das heißt zum Beispiel, ein deutscher Finanzbeamter könnte sich dann an den Computer setzen, könnte deinen Namen und dein Geburtsdatum eingeben und dann würde das Konto deiner LLC, das in Belgien geführt wird oder in Litauen, dort aufpoppen und er kann dann 5 Jahre Transaktionsdaten, also im Grunde genommen Kontoauszugsdaten zu deiner amerikanischen LLC sehen. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob du noch in der EU wohnst, selbst wenn du die EU schon vor 5 Jahren verlassen hast. Da es sich um ein europäisches Konto handelt, um ein EU-Konto handelt, liegen diese Daten dann im Zugriff. Wenn du dich natürlich korrekt abgemeldet hast, wenn du schon lange weg bist, dann ist das ja ohnehin kein Problem. Sollte man meinen zumindestens, also hoffentlich wird es dann steuerlich kein Problem werden. Aber dennoch, die meisten unserer Mandanten haben Bauchschmerzen bei dem Gedanken, dass sämtliche EU-Ermittlungsbehörden, also Steuerbehörden in jedem Land, die Polizei in jedem Land, möglicherweise Sozialämter, Arbeitsämter, die Möglichkeit haben, hier zentral auf alle EU-Konten zuzugreifen. Also selbst wenn du alles richtig gemacht hast, und davon gehe ich jetzt ja aus, möchtest du natürlich trotzdem nicht, dass hier eine Heerschar von Beamten in jedem popligen EU-Land die Möglichkeit hat, komplett dich finanziell zu durchleuchten, aus welchem Grund auch immer. Sagen wir mal, du besuchst Spanien, du gerätst da in eine Verkehrskontrolle, sagen wir mal, du bist angetrunken oder sowas. Und dann sagt der Beamte, naja, jetzt schauen wir mal rein, was diese Person hier so treibt. Die erscheint uns ja mal generell verdächtig. Tippen die dort deinen Namen ein und sehen dann komplett deine Transaktionen. Dann wird vielleicht ganz schnell deutlich, naja, vielleicht ist ja diese Person eigentlich in Spanien steuerpflichtig. Möglicherweise wollen wir den doch jetzt lieber mal hier festhalten, bis wir da ganz sicher sind. Also das heißt, wir machen uns ja immer Sorgen über Palantir und solche ganzen Dinge, ohne dabei eigentlich zu realisieren, dass die EU möglicherweise viel potentere Systeme ja schon selbst gerade implementiert. Systeme, die extrem umfassend sind, Systeme, die Behörden extrem tiefen Einblick in deine Finanzdaten ermöglichen, ohne dass da irgendeine Palantir-Software oder sowas darüber gelegt wird. Und daher würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen, ob du tatsächlich Konten in der EU bei Wise oder Revolut haben willst oder nicht, obwohl du alles richtig machst, obwohl alles in Ordnung ist.
Es gibt nämlich tatsächlich auch Alternativen. Also es gibt auch Online-Banken, die jetzt nicht in der EU sind, die aber Euro-Konten und auch SEPA-Konten anbieten. Und dann würde dich ja das EU-Kontenregister nicht betreffen, weil sich das Konto nicht in der EU befindet, sondern eben bei einer Nicht-EU-Bank. Es geht nicht um Konten, die in Euro geführt werden, sondern es geht eben um Konten in der Europäischen Union. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Bank außerhalb der Europäischen Union ein Eurokonto führt, dann ist dieses Eurokonto nicht von diesem Kontenregister betroffen. Das heißt, das wäre etwas, was du dir vielleicht anschauen müsstest. Wir helfen natürlich unseren Mandanten dabei. Wir kennen hier einige Konten, wo das der Fall ist. Ich hatte hier auch schon Videos gemacht, wo ich testweise solche Konten eröffnet habe. Nicht nur für amerikanische LLCs, auch für andere Gesellschaften sonst wo in der Welt. Das ist also tatsächlich möglich. Was die technische Umsetzung anbelangt, sind das dann meistens Mehrfachwährungskonten. Das heißt, du hast eben eine IBAN, auf die verschiedene Währungen eingehen können, die aber eben auch für SEPA freigeschaltet ist. Und wenn dann jemand Euro an diese IBAN schickt, dann wird eben systemintern bei der Bank letztlich ein Unterkonto aufgemacht, eben eine solche Euro-Balance auf deinem Konto. Und so hast du eben nicht das Umrechnungsrisiko. Also, das ist wichtig, dass du das verstehst. Der automatische Informationsaustausch möglicherweise kein Problem für dich, vor allen Dingen dann, wenn du eben eine Gesellschaft hast, die aktiv tätig ist, was ja die meisten tatsächlich sind. Aber eben vom Europäischen Kontenregister wirst du dennoch betroffen sein, wenn du ein Konto bei Wise oder bei Revolut hast. Eben beide Banken haben Tochtergesellschaften in der Europäischen Union. Um denen zu entkommen, musst du eben tatsächlich bei einem Anbieter ein Konto eröffnen, der nicht in der EU ist. Also in diesem Sinne, wenn auch du eine LLC gründen möchtest, wenn auch du dich vor dem europäischen Kontenregister und dem automatischen Informationsaustausch schützen möchtest, wenn du dabei bist auszuwandern, wenn du planst auszuwandern, dann können wir dich gerne dabei unterstützen. Das ist genau das, was wir seit 20 Jahren tun. Ich habe ja, wie du weißt, wenn du diesen Kanal öfter anschaust, Deutschland und die EU schon vor 26 Jahren nun verlassen. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Ich kenne, ganz ehrlich gesagt, niemanden bisher, der es bereut hat. Und das bei über 1000 Mandanten, die wir jetzt schon auf diesem Weg begleitet haben. In diesem Sinne, nimm gern Kontakt mit uns auf, buche ein Beratungsgespräch mit meinen Kollegen und mir, nimm an einer unserer Reisen teil oder gründe natürlich gerne auch eine LLC über uns. Alle weiteren Infos dazu auf unserer Webseite, Link in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.